Auch von Rembrandt wissen wir, da ein Inventar seines Hausstands überliefert ist, dass er exotische orientalische Waffen besessen hat. Sein frühes Bild in Basel weist ihn als gelehrigen Schüler Lastmanns in Sachen Orientalismus aus. Eine prachtvollere Herrscherfigur aus dem Morgenland als seinen König Saul, dem der junge David das abgeschlagene Haupt des Riesen Goliath überreicht, ist kaum vorstellbar. Da ist der prächtige Turban, geschmückt mit der Aigrette aus Reiherfedern, einem Ehrenzeichen, das am osmanischen Hof verliehen wurde. Der lange Mantel mit Teppichborte, das kostbare gemusterte Untergewand, die breite Bauchbinde und so weiter weisen in dieselbe Richtung. Und dennoch zeugt diese gelungene Figur nicht etwa von der Begegnung mit echten Menschen aus dem Orient, sondern vom intensiven Studium eines Kupferstichs nach Peter Paul Rubens. Dessen Antwerpener Gemälde der Königsanbetung war ein paar Jahre zuvor im Druck erschienen. Dass der mittlere der Weisen aus dem Morgenland für Rembrandts Saul Pate gestanden hat, beweisen die beiden Knaben, die als Träger der langen Schleppe des Königs beschäftigt sind, wie auch die Geste mit der halb ausgestreckten Hand. Ein paar Details, wie die um den Bauch geschlungene Binde, konnte Rembrandt dem hintenstehenden dritten König von Rubens entnehmen. Mehr noch als Realien, die Künstler aus Büchern oder in Sammlungen kennenlernen konnten, bestimmten also ihre eigenen Schöpfungen das Bild, das sie vom Orient entwarfen. Was als gelungen galt, wurde übernommen und weiterverwendet, ohne Rücksicht darauf, ob es nun eine besonders authentische Darstellung war oder auch nicht. Das riesige kuppelförmige Zelt im Hintergrund, mit dem Rembrandt das Feldlager König Sauls definiert, entlehnte er etwa einem 2 Jahre zuvor entstandenen Werk von Pieter Lastmann. Dass es dort zur Ausrüstung eines römisch-antiken Heeres gehörte, störte dabei offenbar nicht. Natürlich war diese Praxis der beste Nährboden für Klischees, denn der biblische Orient in diesen Bildern ist über weite Strecken ein hausgemachter, kein authentischer.